Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Es ist jetzt 58 Jahre her, da hatte niemand, aber wirklich niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Irgendjemand hat es dann wohl doch getan. Naja, egal, denn vor 30 Jahren, da kam jemand und der hat sie wieder abgerissen. I've been looking for freedom. Zumindest so ungefähr muss es gewesen sein. Zu diesem Jubiläum hat uns Kobi ein Set zur Verfügung gestellt. Es nennt sich 30 Jahre Berliner Mauerfall oder Jubiläum des Mauerfalls. Haben auch viele gesagt, egal was man mit Mauerfall und Kobi sucht im Internet, man kommt auf dieses Set. 250 Steine, die sich ganz gut machen, und wie das Ganze zusammengebaut wird, das schauen wir uns zusammen mal an. Kobi schickt uns das Set in diesem schönen übersichtlichen Karton. Wir sehen hier direkt drauf, was wir da bekommen. Logischerweise das 30 Jahre Ende der Berliner Mauer steht hier groß drauf. Das Trabant 601 noch wesentlich größer. Es kommt aus dem Set der Youngtimer Kollektion. Auch das wird hier mit drauf geschrieben. Im Karton befinden sich 250 Teile plus eine Figur plus ein Hund. Da weiß ich jetzt nicht, sind es hier 200 Bausteine plus die beiden, sagen wir, Figuren, oder sind es insgesamt 252 Teile? Warum man diesen Weg hier gegangen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht sind es auch nur 250 Teile mit Mensch und Tier. Wir haben einen kleinen Hinweis hier drauf, dass es für Kinder unter 3 Jahre nicht geeignet ist, wegen den verschluckbaren Kleinteilen. Das ist die Rückseite von dem Karton. Auch hier sehen wir nochmal das gesamte Set. Hier nochmal die Flagge und das Länderkennzeichen der DDR. Ansonsten, ich gucke mal so ein bisschen mit, damit ich jetzt nichts Falsches sage, hier eine 1:1 Abbildung von dem Grenzpolizisten, die Maße von dem Trabant und die Maße von Wachturm und dem Stück Mauer, was wir dabei bekommen. Auf der anderen Seite nochmal eine Altersempfehlung ab 5 Jahre aufwärts. Ein Strichcode, dass es in der EU gefertigt wurde. Hier auf der Seite, ich kann es mal schnell zeigen, jede Menge bla bla bla. Und hier nochmal, ja, schön zu sehen, so umdrehen, nochmal hier groß eine Tachoscheibe. Das wird wohl die vom Trabant sein. Ob da jetzt bis 160 drauf stand, da bin ich überfragt, da ich nicht in der ehemaligen DDR groß geworden bin und auch noch nie in einem Trabanten gesessen habe. Das muss ich sagen. Jetzt habe ich schon wieder Trabanten gesagt. Oh, ich sehe schon wieder die Kommentare. Das heißt nicht Trabanten, das heißt Trabant. Ich entschuldige mich hier schon mal für das, was ich da wieder gesagt habe. Machen wir den Karton mal auf und gucken da mal rein. Kobi gewohnt sind die Dinger sehr gut verschlossen. Manchmal ein bisschen schade, weil die Kartons dann teilweise wirklich sehr leiden. Als erstes fällt mir da die Bauanleitung. Da kommt man mal rein in die Finger und dann hier die Steine. Wer schon mal Kobi hatte, der weiß, und das sehe ich auch gleich hier mit großem Entzücken, wir haben es hier mit sehr, sehr vielen Prints zu tun und nicht mit Aufklebern, obwohl ich mir da auch schon sagen lassen habe, in naher Zukunft werden wir wohl auch immer öfter mit Stickern zufriedengestellt bei Kobi. Da muss ich dann mal schauen, wo die Reise hingeht. So ein bisschen Kobi habe ich hier noch rumstehen und auch das werde ich euch im Laufe der Zeit alles vorstellen. Schauen wir mal kurz in die Bauanleitung rein. Auch diese ist gewohnt, wie wir das von einigen anderen, unter anderem dann jetzt auch Kobi, kennen. Es wird also wirklich nur farblich dargestellt, was wir auch gerade bauen. Das macht die Sache recht einfach und auch schön übersichtlich. Insgesamt finde ich hier 39 Bauschritte. Ich persönlich freue mich jetzt schon auf jeden einzelnen. Auf der Rückseite werden uns nochmal andere Modelle präsentiert, die aus der Youngtimer Kollektion kommen.
Ich habe es ja hier auch stehen, ich hole es mal schnell rein, den Trabant mit Wohnwagen und den normalen Trabant. Einige andere werde ich dann in naher Zukunft auch mal vorstellen. Ich würde sagen, ich verteile das Ganze jetzt, wie ihr das auch kennt, auf meine Teller und dann geht der Aufbau auch schon los. Da liegt alles auf meine Teller, also wie ich das schon gesehen und gesagt habe, wir arbeiten hier sehr viel mit Prints, selbst dieses kleine Haltzeichen, was dann später mal den Schlagbaum gibt, das Warnhinweisschild und sogar die Windschutzscheibe von dem Trabant. Alles schöne Prints. Hier zurzeit noch, also schön, ich habe den jetzt wirklich so rausgenommen. Ich habe das jetzt nicht gemacht im Stechschritt, den Grenzpolizisten. Momentan ist er noch ein bisschen kopflos unterwegs. Das wird sich natürlich alles ändern. Hier auch schön zu sehen, die Heckpartie von dem Auto. Auch hier ist schon alles farblich gestaltet. Hier ist die Front, hier sieht es genauso aus. Also Stickerbogen suchen wir hier vergeblich. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt an den Aufbau. Ganze 16 Bauschritte und schon steht der Trabant fix und fertig auf dem Tisch. Es ist, wie ich gesagt habe, nicht ein einziger Sticker mit dabei. Die Klemmkraft der Steine ist exzellent, also da braucht Kobi sich in keinster Weise vor irgendjemanden zu verstecken oder auch nur irgendeinen Vergleich scheuen. Da halten die also wirklich locker mit. Hier wunderschön zu sehen. Also es ist alles dran, was man an diesem Auto gebrauchen kann. Die Sitze sind drin, die Rücksitzbank wunderschön zu sehen. Ja, ich muss es kippen, so kann man es sehen. Die Lüftungsschlitze, also es ist wirklich alles wunderbar, alles ist, ich kann ihn fallen lassen, wie ich will, alles ist stabil, also ein absolut kinderzimmertaugliches Auto. So, ich würde sagen, Auto fertig, Auto in die Ecke, weg ist es und dann geht es mit den nächsten, kann man hier schon sehen, mit den nächsten Schritten weiter. Jetzt kommt hier das Schild, dass man da die Grenze überqueren kann, also vermute ich mal, werden wir hier jetzt den Schlagbaum bauen. ...33 Bauschritte und hier steht schon einiges auf dem Tisch. Ich nehme mal das Auto mit dabei, das hatte ich euch schon gezeigt. Also ihr seht, bis auf die Mauer ist jetzt alles fertig. Bis hierhin gibt es überhaupt nichts zu meckern, außer halt ein Anwenderfehler. Ich habe mich in der Farbe dieser Platte und den Platten für den Turm vertan. Aber das ist ja jetzt wirklich überhaupt nichts Dramatisches. Das hat sich relativ schnell aufgeklärt, nachdem ich dann diese Platte vermisst habe. Aber das ist kein Mangel am Set, das ist dann halt eigene Dusseligkeit. Nehmen wir uns mal hier den Schlagbaum und das Schild vor. Da habe ich anfangs gedacht, uiuiui, das wird recht instabil. Aber da sind diese Konstruktionen doch überraschend stabil. Die Schranke lässt sich gut öffnen und schließen. Ist ja jetzt mittlerweile dann auch vorbei. Ich kann die öffnen und so passt das. Diese Barrikaden, okay, das ist reine Deko, da muss man aufpassen, also wenn man da ein bisschen zu stramm dran geht, dann fällt das auseinander. Das ist alles nur an einer Noppe befestigt. Weiß ich jetzt gar nicht, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor mit dieser Einnoppentechnik. Ich muss mal überlegen, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also hier sieht man es, das ist also wirklich nicht das stabilste, das kennen wir ja aber auch. Der Wachturm als solches, da kann ich hier hin und her wackeln, ihr hört die Gitter so ein bisschen klappern, also der ist stabil, durchaus auch wie das Auto zum Spielen gedacht.
Die Leiter, okay, da hätte man jetzt hier unten vielleicht sich noch irgendwas ausdenken können, dass die auch hier unten nochmal Halt bekommt. Ist dann halt nicht passiert. Wäre schön gewesen, das hätte Stabilität in die Leiter reingebracht, ist dann aber nicht gemacht worden. Hier auf der Seite hat man es dann offen gelassen, so dass das Ganze dann auch schön bespielbar wird. Hier soll dann der Grenzer sitzen und die Lage peilen. Das ist alles gut zugänglich. Man kann die Figur, denke ich mal, dann später auch gut hier reinsetzen. Werde ich natürlich testen. Ich sehe gerade, hier ist noch ein kleiner Spalt. So, da ist es wieder zu. Also soweit bin ich bislang gekommen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Kernstück, wo auch der Name dieses Sets herkommt, der Mauerfall. Also fehlt uns natürlich noch die Mauer. Diese werde ich jetzt flugs zusammenbauen und dann sehen wir uns wieder. Da steht nun alles vor mir. Das war alles recht schnell zusammengebaut. Die einzelnen Sachen hatte ich ja euch schon gezeigt. Ich hole jetzt mal hier den Hund und den, bleib stehen, den Soldaten noch mit dabei. Na, der will nicht stehen bleiben. Ein bisschen altersschwach, der gute Kamerad hier. Na, jetzt geht's. Kobi gewohnt, die Figuren etwas, ja, Kobi gewohnt, doch kann man so sagen, etwas ungewohnt, die Figuren, wenn man jetzt ständig nur mit Lego-Figuren vergleicht. Ich persönlich finde sie jetzt nicht unbedingt hübsch. Es sind aber auch nicht die verkehrtesten Figuren. Also sie sind gut in der Hand, sie lassen sich vernünftig bewegen. Man kann damit durchaus gut spielen, denke ich mal. Na, du bleibst im Fokus. Also das ist soweit völlig in Ordnung. Die Figuren, also sie gehen in Ordnung. Man muss sie nicht mögen, aber sie sind jetzt nicht die verkehrtesten. Der Hund, kann man hier erkennen, wenn ich das so mache, ist zweiteilig. Er lag in einem Teil dabei. Ich riskiere es jetzt mal. Ich will den ja nicht kaputt machen. Ich hoffe mal, dass Kobi diese Sachen nicht klebt. Ich traue mich nicht, aber man sieht, er geht ganz gut auseinander. So wird er also zusammengesteckt. So hätten wir hier, wenn wir das mal so hinstellen wollen, haben wir dann sogar zwei Hunde. Also auch die sind gesteckt und nicht irgendwie aus einem Guss und dann miteinander verklebt. Das geht völlig in Ordnung. Das Mauerstück beim Zusammenbauen ähnelt einem kleinen Puzzle. Man muss also schon aufpassen, dass man die richtigen Teile erwischt, damit dieses Graffiti Sinn macht. Originalgetreu natürlich auch nur auf einer Seite dieser Wand die Graffitis, denn wir alle wissen ja, die Mauer war definitiv nur von einer Seite aus erreichbar. So, stellen wir das Ganze hier hin. Also ich denke mal, man kann das Ganze jetzt natürlich dann schön irgendwo mit einfließen lassen. Vielleicht könnte man mal gucken, ich weiß es gar nicht, hat Kobi Ersatzteil verkauft? Ich glaube mittlerweile schon, dass man da sich nochmal so ein paar Sachen organisiert, dass man die Mauer vielleicht nochmal so ein bisschen ausarbeitet, erweitert, was man auch immer damit gerade so machen möchte. Nur zum Hinstellen für ein Diorama ist das hier schon in Ordnung. Ich persönlich, und das denke ich mal, ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Ganzen habe, ich hätte mir da jetzt doch so ein Stückchen Straße oder sowas bei gewünscht, wo ich das Ganze vernünftig hinstellen kann, wo ich den Trabant aufbauen kann, das Männchen nochmal, dass man da also quasi so eine kleine Szenerie nachstellen kann. Das ist, denke ich mal, der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Und ansonsten ist das wirklich ein wunderschönes Set, welches ich nur empfehlen kann. Ich hoffe, ich habe euch alles erzählt, was es zu diesem Set zu erzählen gibt. Ich glaube, den Preis habe ich verschwiegen. Bei Kobi liegt er bei 24,95 €. Ich habe ihn aber auch hier in Deutschland bei Amazon und Co. schon etwas günstiger gesehen. Ich denke, wie schon gesagt, diese 250 Teile sind ihr Geld durchaus wert. Es ist alles stabil. Der Soldaten, der kippt immer um. Keine Ahnung, warum das so ist. Es macht sich wirklich alles hervorragend. Ich denke mal, jetzt ist es für mich an der Zeit, einen schönen Platz dafür zu finden, wo ich das aufbauen kann, damit ich mir das dann auch oft noch ansehen kann.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen. Ich wünsche euch bis zu meinem nächsten Video eine gute Zeit. Hinterlasst mir doch bitte ein Abo, wenn ihr das möchtet. Da unten irgendwo findet ihr auch die Glocke. Und wenn die Glocke glockt, dann wissen ja die meisten. Dann seht ihr, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist. Online ist, so, das ist deutsche Sprache, schwere Sprache, wer auch immer sich die einfallen lassen hat. Nun ja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.